In Teil 1 bauen wir das RSID P1 Rig zusammen und montieren die ganze Peripherie, einschließlich dem Simrig SR2 Motion System. In Teil 2 folgt dann der ausführliche Rennstreckentest samt Wertung und Fazit. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. RSID hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dies über einen längeren Zeitraum ausführlich testen und für euch reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Herstellers und ich erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel 1: Das Unternehmen. RSID ist ein in Europa ansässiges Unternehmen, das seit vielen Jahren komplette Rigs samt Sitzen anbietet. Die Produktpalette reicht von klassischen Rigs bis hin zu einem mit D-Box Motion versehenen Komplettpaket. Zusätzlich bietet RSID eigene Rennsitze an, die mit Mikrofaser, Glattleder oder Alcantara überzogen sind. Kapitel Nummer 2: Die Preise und das Zubehör. Die auf der Homepage gelisteten Preise sind inklusive Mehrwertsteuer angegeben. Ich teste für euch heute das RSID P1 Red um 769 €, Keyboard und Maus Upgrade Kit um 199, Chassis Monitor Stand Upgrade Kit um 199, P1 Shifter und Handbrake Upgrade Kit um 199 und Simucube Wheel Mount um 69 € und den RSID Alcantara Rennsitz in Schwarz um 478,80, welchen ich in einem separaten Review vorstellen werde. Die sehr schwere Ware wird via DHL bis 120 Kilogramm zum Preis von 220 € versendet. In meinem Fall kam ein riesengroßer Karton auf einer Palette mit dem Rig und Sitz. Dazu noch 3 weitere Pakete für das ganze Zubehör. Alles wurde extrem sicher und dick gepolstert verpackt. Die Teile sind perfekt gereinigt und es gibt keine Spänereste oder Verschmutzungen von der Herstellung. In diesem Review stelle ich euch das RSID P1 Rig in Kombination mit dem Simrig SR2 Motion System vor. Das SR2 habe ich vor einigen Wochen sehr ausführlich reviewt. Klickt bei Bedarf den Link rechts oben mit an, um das Review zum SR2 nachzuholen. Wie man das Simrig SR2 Motion relativ einfach an das RSID P1 montiert bekommt, das erkläre ich später in einem weiteren Kapitel. Kapitel Nummer 3: Der Rig-Zusammenbau. Du benötigst keinerlei Vorwissen oder spezielle handwerkliche Kenntnisse. Es ist alles selbsterklärend und eines vorweg: Das RSID P1 war das bis dato am schnellsten von mir zusammengebaute Rig in meinem Kanal. In gut 30 Minuten ist die komplette Grundkonstruktion verschraubt. Das liegt daran, dass die Konstruktion im Prinzip fertig zusammengebaut angeliefert wird und nur noch ein paar Schrauben anzubringen sind. RSID liefert das komplette Schraubenmaterial und das benötigte Werkzeug mit. Beachte, dass sich mein Zusammenbau die Vorgehensweise auch danach orientiert, um Simrig SR2 Motion komfortabel montieren zu können. In meinem Fall haben sich Unterstellböcke für den Rig-Zusammenbau bewährt. Ich habe mich zuallererst darum gekümmert, mein Simrig SR2 Motion am P1 Grundrahmen von RSID zu montieren. Ich habe 4 Reststücke Aluprofil 40×40 mit dem P1 Grundrahmen von unten verschraubt. Dafür habe ich je 2 Löcher pro Aluprofil in den Grundrahmen gebohrt und die Aluprofile über Nutensteine mit dem Rig verbunden. Dies war durch die runden Öffnungen des Grundrahmens sehr leicht zu bewerkstelligen. Danach habe ich die Aktuatoren über die 20×20 Aluprofile mit den 40×40 Profilen verbunden. Die seitliche Montage am Grundrahmen des P1 Rigs habe ich über M6 Gewindebohrungen hergestellt. Danach habe ich den Grundrahmen zur finalen Aufstellposition auf meinem Platz gehoben und das Motion-System provisorisch verkabelt. Zu diesem Zeitpunkt gehe ich immer sicher, ob alles funktioniert, bevor ich das Rig weiter zusammenbaue und darum der Testlauf. Schritt Nummer 2. Jetzt wird das Aluminium-Riffelblech mit 4 Schrauben entfernt. Schritt Nummer 3. Danach verschraubt man die Pedalaufnahme mit dem Grundrahmen. Weiter geht's mit Schritt Nummer 4. Im Anschluss wird das Alublech einfach wieder angeschraubt. Ich habe diesen Schritt erst später erledigt, da ich das Motion-System noch ordentlich verkabelt habe. Schritt Nummer 5. Dann wird die Sitzaufnahme verschraubt. Es ist alles samt Sitzleiter und Brackets bereits fixfertig vormontiert und die Aufnahme muss lediglich mit 4 Schrauben am Grundrahmen fixiert werden. Schritt Nummer 6. Vor der Sitzmontage habe ich das Motion-System ordentlich verkabelt. Die Kabel lassen sich in den Seitenprofilen verlegen und am Grundrahmen fixieren.
Im Bereich des Aktuatoranschlusses habe ich die Kabel an den 20 mm Profilen mit Kabelbindern fixiert, damit diese im Betrieb nicht am Stecker ziehen. Die Steuereinheit des Motion-Systems habe ich an den Streben der vorderen Aktuatoren angebracht, um diese gut unter diesem Alublech zu schützen und damit dies aufgeräumt aussieht. Das Netzteil passt perfekt in den hinteren Grundrahmen des P1 Rigs. Nach Fertigstellung der Verkabelung habe ich nochmals einen Systemtest gemacht. Schritt Nummer 7. Jetzt habe ich den Sitz montiert. Dies gelingt sehr einfach über die 4 bereits in den Sitz eingebrachten Schrauben. Danach ging es weiter mit meiner Peripherie. Schritt Nummer 8. Mit dem optional erhältlichen SimiaCube Wheel Mount habe ich meine SimiaCube SC2 Pro Wheelbase mit einem Anstellwinkel von ca. 22 Grad montiert. Schritt Nummer 9. Danach habe ich die Fanatec CSP V3 Pedale angebracht. Die Lochbilder der Pedalplatte passten perfekt und über das seitliche Lochbild habe ich einen Anstellwinkel der Pedalplatte von ca. 16 Grad gewählt. So erziele ich einen Ausgangswinkel meiner Pedalarme von um die 110 Grad in der Ausgangsstellung. Schritt Nummer 10. Im Anschluss wurde der Shifter und Handbrake Support montiert. Dies gelingt mit 6 Schrauben und die Sache ist erledigt. Alles ist soweit vormontiert. Den niedrigen Adapter habe ich leicht gedreht verschraubt und darauf meinen Fanatec Clubsport Shifter, den ich als Haarschaltungsshifter nutze, verschraubt. Direkt am Shifter verschraubte ich die Fanatec Clubsport Handbremse. In Sitzrichtung davor wurde der Aeolux Shifter montiert, welcher als sequenzieller Shifter bei mir zum Einsatz kommt. Die zusätzliche sehr ausladende seitliche Etage habe ich für meine Peripherie gar nicht benötigt. Schritt Nummer 11. Jetzt habe ich das Keyboard und Mouse-Tray Upgrade montiert. Dies gelingt mit einem Haltebracket und einer massiven Schraube direkt am Rig. Und darauf wird dann der dreiteilige Gelenkarm verschraubt und an diesem die Ablageplatte. Schritt Nummer 12. Danach verschraubte ich das Chassis Monitor Stand Upgrade über 4 Schrauben mit der Unterseite der Wheelaufnahme. Über das Weser Adapter Bracket habe ich meinen Benku EX3415R 34 Zoll 21:9 Curved Monitor mit der Monitorhalterung verbunden. Nach dem Testlauf habe ich die Kabel sauber verlegt und mit Klettbändern am Rig fixiert. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, die technischen Details. Der Grundrahmen benötigt 1350 x 600 mm Platz, ohne seitliche Anbauteile. In der Höhe misst das Rig 1,15 Meter mit meinem SimRig SR2 Motion, wächst die Höhe bis zur Oberkante der Monitorhalterung auf ca. 1,30 Meter. Mit dem SimRig SR2 Motion System kommen in der Breite nochmal 30 cm dazu. Das Gewicht des RSID P1 Rigs beträgt 77 Kilogramm. Bei diesem massiven und zugleich schweren Rig empfehle ich unbedingt zu einem kräftigen Motion-System zu greifen. Denn das optionale Zubehör ist ebenso hochmassiv und richtig schwer. Der Shifter und Handbrake Support, der bringt knapp 15 Kilogramm auf die Waage. Monitor Support 7 Kilogramm, Keyboard Support 11 Kilogramm und dann kommt noch der Sitz und die weitere Peripherie und du als Fahrer dazu. Der Grundrahmen ist aus 3 mm dicken Eisenprofilen, 120 x 60 mm ausgeführt. Bei der Wheelbase-Aufnahme kommen 3 bis 4 mm dicke Metallprofile zum Einsatz. Und die SimiaCube-Aufnahme wurde mit 5 mm dicken Eisenprofilen gefertigt. 48 x 2 mm dicke Eisenrohre wurden gebogen und verschweißt und bilden die Basis der Aufnahme. Die Massivität setzt sich in der Pedalaufnahme mit 4 mm dicken Seitenprofilen und einer 3 mm dicken Grundplatte fort. Gleiches gilt für die Dimensionen der Shifter- und Handbrake-Aufnahme, den Monitorhalter, Keyboardhalter und ebenso der Sitzaufnahme. Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität. Das Lochbild der Wheel- und Pedalaufnahme lässt die Montage der gängigen Hersteller zu. Logitech, Thrustmaster, Fanatec und Co. Lochbilder sind vorhanden. Das Lochbild für den SimiaCube Mount ist über Langlöcher vorhanden. Scrollt euch durch die üppige Kompatibilitätsliste auf der Homepage, dann seid ihr bestens im Bilde. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das ist die Materialauswahl und die Verarbeitung. Auf den Punkt gebracht wurde beim P1 Rig an keiner Stelle in Sachen Materialstärke gespart. Alles ist hochsolide verarbeitet, teilweise schon übermassiv. Die Schweißnähte sehen sauber aus und die Befestigungslöcher sind sehr passgenau. Ebenso gibt es bei der Pulverbeschichtung nichts zu bemängeln. Die Slider für Sitz und Pedale, die laufen exakt und rasten perfekt ein. Kapitel Nummer 6, die Optik. Ein massiver schwarzer Metalllook mit Farbakzent nach Wahl bei der Aufnahme für Wheelbase und Peripherie.
Zum Gesamtlook passt das Simrig SR2 Motion System mit schwarzer Verkleidung und weißem Branding gut dazu. Der Sitz weist ein Branding im Kopfbereich und an den Seiten der Laufschienen und Sitzbrackets auf. In der Rundrohrkonstruktion, Pedalaufnahme und im Monitorhalter wurde der RSeat-Schriftzug eingebracht. Kommen wir zu Kapitel Nummer 7, das ist das erste Fazit. Der Aufbau wirkt hochmassiv in allen Belangen. In Sachen Aufbau gab es keine Komplikationen und auf den Punkt gebracht war dies mein am schnellsten zusammengebautes Rig. Alles wird vormontiert angeliefert und somit entfällt ein langwieriger Zusammenbau, bei dem man sich zuerst mal orientieren muss und 100 Teile zusammensuchen, zusammenbauen muss. Meine ersten Testrunden waren sehr vielversprechend und auch das Simrig SR2 Motion System stemmt dieses sehr schwere Rig problemlos. Im zweiten Teil sprechen wir sehr ausführlich über den Rennstreckentest, die Ergonomie und Sitzposition und kümmern uns klarerweise um den ultimativen Stresstest in Sachen Stabilität mit satten 25 Newtonmeter Drehmoment meiner Simucube SC2 Pro Wheelbase. Dazu gibt es den Stresstest für die Pedalaufnahme. Ich drehe derzeit viele Testrunden, um euch diese Punkte wie gewohnt sehr ausführlich aufbereiten zu können. Bleibt dran, Teil 2 sollte in ein paar Tagen online gehen. Und weitere spannende Reviews von Thrustmaster mit dem T248 oder Fanatec erwarten euch. Vielen Dank fürs Dabeisein und lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr vom Ersteindruck des RSeat P1 Rigs haltet. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, euer Ron.